dann ist der Moment erreicht, aufzuhören, spirituell zu sein, sondern anzufangen, erstmal Mensch zu sein. Und dann geht der Fluss von ganz alleine wieder in die Entwicklung, weil ihr seid schon längst da. Was für ein Genuss. Hm. Das Ach, Bonbon hier. du sprichst, ich darf so ganz berührt mitschwingen, weil es gilt genau das zu tun, dieses sowohl als auch, dass du so auch ansprichst, ja, dieses sowohl als auch, dieses, ja, fokussiert seine kosmische Meisterschaft, ist auch so ein schöner Begriff, den ich bei dir gehört habe, so fokussiert seine Schöpferkraft zu entfalten und fokussiert heißt dann eben nicht wieder in den Kampf zu gehen. Ich kann für den Frieden sein, aber Frieden heißt nicht auf eine Demonstration zu gehen und für den Frieden zu kämpfen, sondern für den Frieden zu sein. Und du sprichst dieses, ne, Ja, das ist wie so eine wie so eine Wiege, wenn man ein Kind so wiegt, das ist genau diese Bewegung, ne? Dass, wenn man in dem einen sozusagen wenn man eigentlich das Licht in dem einen verkörpert, dass man nicht aufpasst, dass man es schon wieder unterwandert mit einem anderen Konzept. Und so ist es ja auch in der ganzen spirituellen Szene, wenn wir etwas ja, eigentlich ins Licht tragen, dass wir halt nicht aufpassen, dass wir es irgendwie wieder durch was anderes wieder unterwandern und dass wir wirklich das integrieren, beides, ne? Fokus und Gelassenheit. Entwicklung heißt eben auch nicht Selbstoptimierung, diesen schmalen ja, Grat, den du ansprichst, wirklich immer wieder mich da reinzufragen. Und du hast vorhin schon so schön gesagt, und ich fühle es ja auch bei mir, das ins Herz zu atmen, weil dort liegen dann auch wieder die Antworten. Da bin ich nicht wieder da brauche ich noch den Ratgeber und dort den, sondern dann ja, komme ich wieder hier an. Und ich finde, so viel Essenz, die du entfaltest, und es ist ja auch so eine Sache, ich habe an den Begriff Manifestation gedacht und wir können Manifestation ja auch wirklich auf ganz verschiedenen Bewusstseinsebenen verstehen. Und das, was du ja, beschreibst, ist es, ich nenne es einfach mal Manifestation aus der Essenz heraus, also aus dieser Haltung, tiefer in die eigene Souveränität zu kommen. Ich kann aber auch Manifestation machen und jetzt sind wir wieder in beidem. Ja, es geht auch einfach um Erfahrung, aber ich kann auch sagen, oh, ich mache jetzt mal eine Woche Geld manifestieren, dann gehe ich mal eine Woche meine körperliche Gesundheit mehr manifestieren. Ist ja eigentlich dann auch, wenn wir auf einer gewissen Weise eine Ablenkung schon fast wieder, oder? Wenn ja, wir sagen, ich brauche noch absolut. das Seminar und ich mache noch Ja, da das, weil du beschreibst ja eigentlich so diese eine Grundbewegung und wenn ich dir lausche, ist ja aus dieser einen Grundbewegung die Manifestation sowieso die Folge, das schwingt mit und dann ist es ja, kein verstecktes Mangelprogramm mehr, sondern wir ja. fangen an, in unserem Leben wirklich in diese eine Bewegung zu kommen. Und das ist ja auch so schön in der Spiritualität. Ich kann es auch von mir sagen, wann gehe ich in meinen spirituellen Tourismus rein und wann lebe ich meine Spiritualität, also mein Ja zu mir selbst, wie du es so schön gesagt hast, tiefer. Ja, richtig. Es geht alles darum, wirklich seine Essenz zu verkörpern. Und du hast so schön gesagt, die Ablenkung, gibt einen Begriff dafür aus dem Buddhismus, heißt Makio. Makio. Das ist ein Begriff aus dem Zen-Buddhismus und Makio bedeutet Ablenkung, spirituelle Ablenkung, Störung, sich selbst in dem Prozess, sich selbst aus dem Zen heraus zu stören. Und dazu gehört es zum Beispiel, einen Workshop nach dem anderen zu besuchen, ein Skill und Tool zu versuchen, nach dem nächsten zu aktivieren. Aber ich sage immer, den Rucksack voll zu haben mit Quatsch, nicht mit sich selbst zu arbeiten, mit sich selbst überhaupt nicht mal sitzen zu können, ne? Nicht mal es auszuhalten, in seinem Herzen zu sein und dann eine Ablenkung zu machen, indem ich sage, boah, jetzt gucke ich auf YouTube nochmal was Lia gesagt hat. Aber es ist schon alles da. Es ist schon alles da. Einfach im Herzen mal bleiben, einfach mal im Herzen aushalten und die Energie von deiner Seele erstmal kennenlernen und aushalten. Ja, die Energien sind hoch, ja, es spült Emotionen hoch, aber dann halte das erstmal aus. Und das nicht sich abzulenken, nicht dann morgen wieder die Energien runterzuziehen und Fleisch zu essen oder zu rauchen oder eine Droge zu konsumieren oder zu glauben, man muss Mushrooms nehmen oder LSD, um irgendwelche Realisierungen und Erkenntnisse zu haben, sondern erstmal wirklich zu lernen, sich selbst auszuhalten. Und das scheint aber für den Menschen das Schwierigste zu sein, weil überall Schuld und Verurteilung und Scham da ist. Und dann fängt man auf einmal an und möchte Kindheitsheilung machen. Nein, nein. Der Rucksack ist permanent da und permanent neu, leer, voll und alles zur gleichen Zeit. Ihr müsst nicht in die Vergangenheit reisen, um die Vergangenheit zu ändern.
Eure Perspektive ist das, was geändert werden will. Es ist okay, nicht okay zu sein, erstmal den Widerstand rauszunehmen. Die Seele, ihr als die Seele, die den Menschen erschafft, ihr platziert euch immer genau das vor die Nase, was richtig ist und was wichtig ist und was gesehen werden muss. Und ihr merkt es dann, wenn ihr getriggert seid. Wenn in euch ein Widerstand hochkommt, dann ist es Zeit hinzugucken, aber nicht rauszugehen und zu suchen und zu glauben, ich muss jetzt meine vergangenen Leben heilen. Die Vergangenheit existiert nicht. Es ist immer alles im Jetzt. Das heißt, parallele Leben heilen, als ich ein Krieger war, ein Kämpfer war, ein Schlechter war, was auch immer. Weil nur wenn das geheilt ist, kann ich hier glücklich sein. Bullshit. Nee, ihr heilt die parallelen Leben mit euren Erkenntnissen und der Korrektur eures Verhaltens. Punkt. Da muss man nicht groß Transformationsreisen machen. Wenn ich die Idee habe, ich muss in ein Leben gehen, um das Leben zu verändern, was ist die Kernessenz davon? Ich bin im Widerstand gegen das, was ich erschaffen habe. Und das ist das, was letzten Endes auch die Leute immer wieder inkarnieren lässt. Diese Inkarnationszyklen, wo auch gerade in der New Age-Szene ganz viel gesprochen werden. Inkarnationsloops, Inkarnationsmaschinen, geh nicht ins Licht, geh ins Licht und lauter so ein Bullshit. Wenn ihr permanent im Widerstand seid gegen alles, was ihr erschafft, egal ob das parallele Leben sind, Kindheit ist, Situationen sind, andere sind, das sind die Gründe, weshalb ihr wieder inkarniert, weil ihr inkarniert ja und ihr erschafft den Menschen, um in den Frieden zu kommen mit euch, was in euch ist und durch eure Neuentscheidungen, ohne die Vergangenheit zu korrigieren, einen neuen Pfad öffnet. Stellt euch vor, ihr seid in einem Dschungel und ihr habt verloren, den Weg verloren. Überall sind Bäume und Büsche, so wie bei mir im Hintergrund. Überall sind Bäume und Büsche und ihr habt eure Makete und ihr schlagt euren Weg durch den Urwald. Und dann, ihr findet aber den Weg nicht raus, weil der Urwald riesig ist. Und das ist das, was der Mensch erfährt. All die Konzepte der Seele um euch herum. Oh mein Gott, so viel Urwald. Aber wenn ihr ständig eure Makete säbelt und ständig alles aus dem Weg schaffen wollt, dann befindet ihr euch immer noch im Urwald, weil ihr habt euch dort hineingebracht. Wenn ihr aber euch entscheidet, im Moment die Makete nicht zu schwingen und wie wirr überall hinzurennen, um von A nach B zu gehen und eine Entscheidung trefft, erstmal zu warten und Inspirationen zu euch kommen zu lassen. Wie, warte mal, ich fühle jetzt mal, wo der Weg rausgeht. Oder ich kletter auf den Baum und guck mal, wo die nächste Stadt ist. Eine andere Entscheidung zu treffen, Kurskorrektur zu machen, etwas zu korrigieren. Das ist der Punkt. Widerstand loslassen, werf die Machete erstmal auf den Boden, kletter auf den Baum und guck erstmal, wo du bist. Und dann mit der neuen Perspektive erstmal zu gucken, ui, sorry, dein Ton ist noch aus. Das war spannend. Du hast dann noch Ui gesagt und geklatscht und dann war es mit dem Klatschen ist die Verbindung weg gewesen. Ich weiß aber nicht, Entschuldigung, das kann was passieren. Das passiert, wenn man durch Raum und Zeit geht. Entschuldigung. spannend, total, wirklich total spannend, weil meine Internetverbindung, die sieht hier so Ist stark da. aus. Weißt du? Ja, Ich habe es ja im genau. Interview schon mal von dir gehört und dass wir sind ja alle ständig im Materialisieren und Entmaterialisieren, dass das bei dir ja manchmal Genau. auch umso Und jetzt haben mehr wir gerade wahrnehmbar einen ist. kurzen Sprung gemacht. Wow, So, und jetzt sind wir in einem neuen Setup, in einer neuen Realität, in einer neuen Version. spannend. Und dann können wir weitergehen mit dem Wissen und der Erkenntnis, die Muster gesehen zu haben und eine andere Entscheidung getroffen zu haben. Mhm. Und das ist das, was so wertvoll ist in den Menschen. Und das kann nur existieren, wenn ich erstmal eine Entscheidung treffe und sage, Stopp, kein Widerstand, ich kämpfe nicht, ich warte jetzt, worum geht es eigentlich wirklich? Und dann mit einer neuen Entscheidung die Muster beginne zu sehen, zu verstehen und zu korrigieren. Und das benötigt es, um in eine neue Realität zu gehen. Anders geht es nicht. Das ist der Cut, den wir gerade erlebt haben, zu sagen, jetzt geht's weiter. Es kollabiert sozusagen und kann durch das Kollabieren, durch diesen Nullpunkt hindurch sich Richtig, wieder erschaffen. Hm. korrekt. Und weißt du, was ich so unglaublich schön finde? Wir reisen ja hier wirklich, wir waren bei der Nichtlinearität der Zeit, im Endeffekt, dass wir auch das Konzept loslassen dürfen, in eine Zukunft zu wandern, sondern eher, wenn ich mal überspitzt formuliere, eher sogar
auch wenn es auch nicht stimmt, von der Zukunft in die Gegenwart zu wandern, ne? Also von allem, das wir bereits in unserer Uressenz ja sowieso, in unserer unendlichen, heilvollen Uressenz sowieso jetzt schon existieren, uns da wieder hinein erinnern, sozusagen. In dieser Weite sind wir uns zugleich, hatte ich das Bild einer allein bekleideten Mama, die gerade mit ihrem Kind in der Küche ist und die zum Beispiel keine Zeit hat oder vielleicht auch gerade keine finanziellen Mittel, um ein Reinkarnationsseminar zu machen, ein Channeling-Seminar. Und ich finde das alles wunderbar, Astrologie-Seminar, ich finde das alles total toll und da und da. Aber was ich meine ist, du hast dafür gerade eingeladen, dass dass es darum geht, dass wir im aktuellen Moment des Seins, über die Haltung, über das in den Frieden kommen, dass das die Essenz ist, die wir denken, überall in den verschiedenen Feldern vielleicht zu suchen, wo wir dann sagen, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich kann meine Bewusstseinsentwicklung nicht realisieren. Und das ist im Endeffekt diese Einladung, die du gerade genannt hast. Diese Ja, Realisation ist immer dort möglich, wo wir gerade sind. Und sie ist nicht gebunden an Geld, an Zeitkapazitäten, sondern an Haltung, an Einsicht, an Erkenntnis, würdest du das richtig. sagen? Richtig. Ich sage auch immer auf meinem YouTube-Kanal und die kostenlosen Sachen, die ich auf meiner Webseite habe, es ist alles da. Es ist alles da, um seinen Aufstieg zu machen. Nur dorthin gehen, sich die kostenlosen Sachen anschauen, sitzen mit den Sachen und es wirklich versuchen zu verstehen. Und ganz wichtig, aus dem Energiestehlen rauszugehen, weil das ist das Allerwichtigste im Moment. Und man muss theoretisch nicht mehr machen. Aber die Leute gehen gerne in die Kurse und warten auch immer auf Neues von mir, weil es immer ein massiver Quantensprung ist. Das ist auch okay, aber es muss nicht immer was kosten. Es ist alles da, sage ich zu den Leuten, alles. Unzählige Meditationen, es gibt LCQs, Light Code Quantum Transformation, das sind wie kleine Spaceships, die einen in andere Realitäten bringen und helfen, wirklich einen Reset-Knopf zu drücken. Alles frei auf meiner Webseite und YouTube. Es ist alles da. Ich muss nicht in Kurse gehen. Ich muss nicht Ausbildungen machen. Ich kann, wenn ich resoniere und wenn ich fühle, ich möchte hier in die Tiefe gehen und ich möchte hier noch mehr. Aber ganz ehrlich, der Aufstieg und die menschliche Inkarnation und die Entwicklung des Menschen in eine neue Version des Menschen ist in Stein gemeißelt. Und ihr kommt dorthin. Und wenn ihr keinen Cent der Welt zur Verfügung habt und ein Bettler auf der Straße seid, dann kommt ihr dort auch hin. Wenn ihr euch das vorgenommen habt, dann ist das der Weg. Und wenn ihr euch das vorgenommen habt, als Multimillionär zu machen, dann kommt ihr als Multimillionär dorthin. Aber ich sage euch eins, die haben es teilweise schwerer. Warum? Weil sie ein Leben haben, das sie versuchen irgendwie zu erreichen und ein gesellschaftliches Leben führen. Die Leute, die wirklich in den Frieden kommen und erkennen, alles ist immer da zur richtigen Zeit. Ich habe jetzt hier, während ich mit verschiedenen Personen und verschiedenen Versionen des Kollektives gearbeitet habe, Menschen getroffen, die haben keinen Cent. Aber sie kommen her und sagen, meine Seele, mein Geist kümmert sich immer gut um mich. Und alles ist zur richtigen Zeit da. Und wenn sie mir Leute schicken wie dich, und wir ein Gespräch im Supermarkt an der Kasse führen und die Inspiration da ist. Das ist ein Konzept, dass man Geld haben muss, um sich Spiritualität auch leisten zu können. Das kommt aber auch von den Coaches, die dieses Konzept sehen. Aber es braucht eine andere Seite, die dieses Konzept glaubt. Es gibt immer Mittel und Wege und auch wir in Ozeanlicht, wir versuchen das immer den Leuten zu ermöglichen in Ratenzahlungen oder auch teilweise, dass wir Stipendien vergeben. Aber wir wissen auch, dass etwas seinen energetischen Ausgleich braucht, damit es nicht zum Energiestehlen wird. Alles muss irgendwie dienen. Und deswegen haben wir auch Kurse, die bepreist sind, weil sie so intensiv in der Wirkung sind und so radikal wirken, dass es einen energetischen Ausgleich einfach benötigt, um die Balance zu erschaffen im Quantum. Also es hat alles seinen Sinn, aber glaubt nicht, dass ihr Geld haben müsst, um euren Aufstieg zu machen. Das ist Shit. Alles, was ihr braucht, ist euer Herz und die Verbindung mit eurem Herzen, damit ihr wisst, was dient mir und was nicht. Euer Herz sagt euch die Resonanz. Fühlt sich etwas gut an? Dann geht dorthin. Fühlt sich etwas schlecht an und löst in euch das Gefühl von Knappheit und Mangel aus, dann lasst es bleiben. Wenn ein Workshop zum Beispiel angepriesen wird mit, es gibt nur so und so viele Plätze und nur so und so viel und ta und ihr habt das Gefühl, ich muss das jetzt unbedingt besuchen, sonst komme ich zu kurz. Was lernt ihr dann? Zu kurz zu kommen. Das ist die Quintessenz, durch die ihr dann in so einen Kurs geht.
Und dann wundert man sich, warum man kein Geld hat, um sich den nächsten Kurs zu kaufen. Das ist nicht die Essenz. Alles ist da. Fühlt, wie fühlt sich etwas an in euch? Ruft euch etwas? Oder habt ihr Druck, etwas tun zu müssen, um größer zu werden, besser zu werden, weiter zu werden? Das ist Quatsch. Dann braucht ihr diese Sache nicht, weil alles ist in euch. Und jeder Coach, selbst ich, bin nur bei euch und ihr könnt mich nur hören und sehen und das hören, was ich sage, weil es bereits in euch ist. Ja, auch simpel. Alles ist in euch. Ihr befindet euch in eurer Energie. Und ihr erfahrt das Spektrum, was ihr erfahren könnt, wofür ihr bereit seid. Und das ist immer so. Das heißt, wenn ihr euch etwas nicht leisten könnt, dann weil ihr es nicht braucht. Jetzt. Auch simpel. Simpel Aber man und muss manchmal die simplen Sachen hören. Man muss es manchmal einfach nochmal gesagt bekommen, damit das in dem Menschen nochmal neu gesehen und gehört wird.